Moin aus dem Wunderland! Wir sind hier in unserem YouTube-Studio und möchten euch heute mal zeigen, wie so eine YouTube-Folge jeden Sonntag eigentlich entsteht. Und unser Thema heute ist... Johannes, was ist unser Thema heute? Ja, weiß jetzt auch nicht. Du wolltest dir was überlegen. Du solltest dir was überlegen. Ja, nein, ich hab mir letzte Woche schon was überlegt. Du verweigerst Okay, was machen wir für eine Folge? Was machen wir für eine Folge? Wir könnten eine Folge darüber machen, wie wir eine Folge machen. Dass wir keine Ideen haben oder beziehungsweise, dass wir Ideen suchen und Ideen brauchen. Also, dass wir quasi einmal komplett durch den Prozess gehen, wie wir so eine YouTube-Folge bauen. Finde ich stark. Wir gehen über die Brücke in den Modellbau. Vielleicht haben die Modellbauer irgendwas Interessantes, woran sie gerade bauen. Nee, du leider nicht. Hey Felix, hast du irgendwie noch ein Thema für uns? Felix? Nee, sorry, ist nichts da. Hallo! Hey Wolle, du bist ja unser Klickgarant. Sag mal, hast du irgendwas für uns zum Film? Nee, heute leider nicht, Jungs. Tut mir leid. Hey Mika, hast du ein Thema für uns die Woche? Nee, sorry, ich habe richtig viel zu tun gerade. Können wir das filmen? Nee. Felix! Ja. Na gut, dann probieren wir es mal mit der E-Ecke. Das heißt Modelltechnik. Hast du ein Thema für uns? Oh, leider nein. Hey Magneto, hast du ein Thema für uns? Sicherlich. Wie repariert man Lithium-Akkus? Die kann man regenerieren. Ist nicht ganz ungefährlich, aber es gibt ein paar Tricks, wie man das machen kann. Des Weiteren könnt ihr euch zeigen, wie man aus einer alten Mikrowelle ein wunderbares Akkuschweißgerät bauen kann. Kondensatorexplosion. Was passiert, wenn man einen Elko verpult? Das macht riesen Peng. Ich glaube, da müssen wir mal Joachim fragen. Nein. Okay, wir sind jetzt in der Zugwartung. Mal sehen, hier ist Olaf. Olaf hat eigentlich immer ein Thema. Mal gucken. Olaf, hast du ein Thema für uns? Wir sind irgendwie ein bisschen aufgeschmissen. Ich habe einen Gummientenzug, den ich bauen wollen würde. Ein Gummientenzug? Ja, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Wollen wir einen Gummientenzug machen? Ja, fände ich spannend. Auf jeden Fall, ja. Das klingt gut. Wunderbar, wir haben ein Thema gefunden. Olaf hat mal wieder den Tag gerettet. Damit geht's jetzt gleich los und wir nehmen euch jetzt mal mit durch unsere Technik. Was steht nämlich hinter so einem ganzen Video? Jede Menge Technik. Hier seht ihr unseren Technikschrank und es beginnt so ein Video natürlich als erstes mit einer Kamera. Da haben wir natürlich nur die modernste Technik am Start. Wir haben hier die Nordmende Video-Movie VHS-C-Kamera mit eingebautem Mikrofon. Das einzige Problem an dem Ding ist ein bisschen, man muss da selber Schärfe ziehen und der Sucher ist auch nur schwarz-weiß und so richtig viel Schärfe kann man da auch gar nicht sehen. Hermann, ganz ehrlich, Junge, ich hab dir schon 5-mal gesagt, nimm das Ding mit nach Hause, das ist dein privater Scheiß. Das ist unsere Kamera. Okay, dann mach du das halt. Ja, also wirklich. So. Also, Kamera. Wir arbeiten seit 3 Jahren mit Blackmagic. Hat einfach den Hintergrund, dass wir jetzt auch die Videos ja in 4K ausspielen und deswegen gerne in 6K aufnehmen möchten, damit wir an die schon so kleinen Figuren, die wir hier ständig filmen müssen, noch mal ein bisschen ranzoomen können, ohne dass wir Qualität verlieren. Und genau, diese Kamera nimmt sogar auch ein RAW-Signal auf. Das kennt ihr vielleicht aus der Fotografie. Das ermöglicht uns einfach im Nachhinein den Weißabgleich zu ändern. Zum Beispiel halt super warm oder super kalt oder total grün. Oder man kann halt auch im Nachhinein einfach die Farben so manipulieren, dass man aussieht wie eine Milka-Kuh. Dazu haben wir uns noch 2 richtig große Objektive gekauft, wie ihr seht. Die sind halt lichtstark, damit wir in unserer manchmal doch recht lichtschwachen Anlage einfach immer ein sehr schönes, cleanes Bild bekommen. Da haben wir 2 Zooms. Das eine geht von 20 bis 55 mm. Das ist so die Größe, die wir eigentlich die meiste Zeit benutzen im Alltag. Und dann haben wir noch einen von 50 bis 125 mm. Das nutzen wir dann, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Züge ganz weit hinten in der Anlage filmen müssen oder sowas. Ansonsten haben wir hier noch 2 Tonempfänger, womit wir dann den Ton aufnehmen können, weil wir die Leute hier alle schön verkabeln, damit ihr sie gut hört. Wie auch zum Beispiel jetzt uns die ganze Zeit. Und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wie wir das Ganze gerade eigentlich gefilmt haben. Wir haben 2 von den Dingern. Na, bist du nicht froh, dass ich jetzt doch meine Kamera hier habe? Du nervst, komm, wir gehen jetzt reden. Wir haben jetzt aufgebaut, Hermann hat Olaf schon verkabelt, wir haben auch ein Licht aufgebaut. Das benutzen wir jetzt seit auch ungefähr 2 Jahren. Wir versuchen es zumindest immer, einfach weil das Bild nochmal wesentlich aufwertet. Und jetzt arbeitet sich Hermann einmal mit Olaf durch den gesamten Quietsche-Entchen-Zug. Aber deswegen sind wir jetzt mal ganz leise. Es geht los. Okay, Olaf, bist du soweit? Ja. Und bitte. Moin Moin aus dem Wunderland. Wir sind heute mal wieder in der Lokwerkstatt unterwegs. Also ja, eigentlich ist es ja mittlerweile in der Zugwartung, aber egal. Und es geht heute um unseren Quietsche-Entchenzug. Ich habe besser gesagt da so eine Idee, Quietsche-Entchen bei uns am Scandi-Ecken zum Fahren zu bringen. Und wie das jetzt irgendwie fahrbar wird, ja, dann nehme ich euch mal mit. Viele behaupten ja, wir würden hier gar nicht richtig arbeiten. Watch this.
Das ist üble Nachrede, das stimmt nicht. Deswegen, wir haben jetzt alle Szenen mit Olaf im Kasten und wir zeigen euch jetzt den nächsten Schritt, den nächsten großen Step in jeder Videoproduktion und das ist der Schnitt. Komm Johannes, wir gehen schneiden. Okay. So sieht unser Schnittplatz aus. Also hier entstehen dann wirklich die ganzen Clips, die wir gedreht haben, die werden hier zusammengesetzt. Und der Schnitt, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ihr seht hier ganz viele kleine einzelne Bausteine und diese einzelnen Bausteine sind einzelne Clips, die wir aufgezeichnet haben. Man kann so über den Daumen gepeilt sagen, dass du für 1 Minute Video, die am Ende tatsächlich hier bei YouTube hochgeladen wird, ungefähr 1 Stunde im Schnitt sitzt. Und da könnt ihr euch ja ausmalen, so je nachdem wie lang das Video jetzt geworden ist, wie lange wir dann tatsächlich an diesem Video noch geschnitten haben. Wir benutzen DaVinci Resolve. Das ist ein Schnittprogramm, das wunderbar auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist, weil es auch Hand in Hand mit unseren Kameras funktioniert, die beide von der Firma Blackmagic sind. Auch darüber hinaus wirklich sehr, sehr viele tolle Features bietet, die ja eigentlich kein anderes Schnittprogramm so wirklich hat. Dann lasst doch einfach mal laufen und wir gucken mal, was wir zusammenschneiden müssen. Ja, das sieht ja schon... Ich glaube, was hast du jetzt gemacht? Ich habe Pause gedrückt. Ja, jetzt hast du das ganze Video angehalten. Oh nee. Ich würde sagen, du setzt hier mal einen Schnitt. Genau, und so sieht das nämlich viel flüssiger aus. Dann wirkt das einfach organischer. Das finde ich gut. Ja. Ab hier kannst du rausschneiden, ist langweilig. Ja, also zum Schnitt gibt es jetzt so viel nicht zu erzählen. Das ist an sich sehr interessant, aber wirkt oder sieht jetzt für Außenstehende nicht besonders interessant aus, sage ich mal. Deswegen gehen wir jetzt mal rüber zu Johannes, zum Color Grading, weil da passiert tatsächlich ein bisschen Magie. Wir sind jetzt hier in der Farbgestaltung, dafür gibt es auch eine eigene Seite im Programm quasi. Also Hermann arbeitet in der Edit-Page und ich kann sogar parallel in der Color-Page das Color Grading machen. Und das wird dann bei ihm auch live geupdatet, wenn ich irgendwelche Änderungen vornehme. Aber gehen wir doch einfach direkt rein. Dann nehmen wir hier den ersten Clip. Das ist auch ein wunderschönes Thumbnail von Hermann. Hier sehe ich in meinem Rot-, Grün- und Blau-Kanal von 0 Schwarz bis 1023 Weiß, ob es irgendwo Fehler gibt. Hier zum Beispiel sehe ich eine klare Linie. Das heißt, irgendwo klippt das Bild, so nennt man das. Und das kann man auch ganz gut verorten. Das ist hier nämlich diese große Lampe, die da im Bild ist. Und da kann ich jetzt in die RAW-Einstellungen der Kamera gehen und kann hier eine Highlight Recovery aktivieren und blub, plötzlich hat man nochmal mehr Informationen. Und jetzt machen wir nichts anderes, als unseren Grade darauf zu legen. Das ist ein sogenannter Node Tree, also ein Baum aus ganz vielen kleinen Fensterchen, der einfach nur dafür da ist, Korrekturen und Effekte und alles Mögliche anzuwenden. Wie ihr gesehen habt, hat sich das Bild auch gerade schon ein bisschen geändert. Das liegt an unserem Look, den wir hier schon einmal kreiert haben. Wenn ich den mal deaktiviere und wieder aktiviere, seht ihr, der gibt einen so einen leichten filmischen Look schon mal. Und von da aus korrigieren wir jetzt quasi unser Bild. Dafür gehen wir in die Primary Correction, nennt sich das, und gucken uns einmal den Weißabgleich an. Es ist so ein bisschen grünlich. Das liegt daran, dass wir halt in unserem Studio auch einen Greenscreen drin haben. Wir können das korrigieren, indem wir einfach hier im Offset so ganz leicht das ins Rötliche ziehen. Diese Änderungen sind alle minimal, aber machen das Bild am Ende halt schöner. Und das mache ich jetzt quasi mit jedem einzelnen Clip, bis ich einmal komplett durch die Timeline durch bin. Hermann hat jetzt hier vorne bei Olaf den falschen Weißabgleich aus Versehen eingestellt. Ich wollte euch jetzt einmal zeigen, dass auch wenn man jetzt diese RAW-Einstellung nicht zur Verfügung hätte, weil man das Bild schon einmal irgendwie ausgespielt hat oder was auch immer, dass man trotzdem in der Kamera alle Informationen wiederholen kann. Denn ich habe jetzt zum Beispiel einmal hier Olaf, wie er hier sitzt, und es ist total blau, das Bild. Und wenn ich jetzt quasi auch einfach nur im Offset das ins Warme ziehe, seht ihr, es ist alles wieder herstellbar und es sieht gar nicht so schlecht aus.
Wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt quasi fertig. Es sind noch so ein bisschen kleiner Feinschliff und unter anderem unsere Bauchbinden. Ich meine, viele von euch haben in den Kommentaren ja schon immer gefragt, wer sich diese teilweise wirklich bescheuerten Bauchbinden eigentlich ausdenkt. Und wir haben jetzt endlich die Auflösung für euch. Ja, die Kollegin ist nun aber leider im Urlaub diese Woche. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir schreiben einfach nur Ziffern unter die ganzen Bauchbinden und lassen euch entscheiden, was da stehen soll. Schreibt es doch gerne in die Kommentare und den besten, den pinnen wir oben an. 3 Tage später. Okay, es ist Sonntag, 9 Uhr morgens und das war unser Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr mal, was wirklich nötig ist, damit wir jede Woche hier ein Video veröffentlichen können. Wir hängen jetzt auch in den Kommentaren ab und antworten auf eure Fragen und Kommentare. Also haut sie einfach raus und vergesst nicht, eure Bauchbindentexte zu schreiben. Aber bitte, seid nett zu uns. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche mit dem nächsten Video wieder, dann aber wieder hinter der Kamera.